Ja, ein großes Hallo an alle Teilnehmer, Dozenten, Sponsoren und Helfer. Bis zu diesem kommenden Tag war es für uns ein langer Weg, das könnt ihr euch sicherlich denken, der Planung, Organisation und auch Materialbeschaffung. Wir haben unzählige Mails und Telefonate geführt, um unser Workshop-Konzept umzusetzen. Für euch stehen bereit, ich glaube, 45 Kompressoren, über 80 Ivata Airbrushes, literweise Createx, Illustration Colors und ich hoffe, ausreichend Zubehör. Also nochmal ein herzliches Willkommen. On my left side, great Fraser. Gerald. Mendez. Wen haben wir noch? Simon Murray. Heidi, ho! Georg Huber. Ingo Körner. And Candyman. Peter Gabler. Uwe Scheuten. Und Claus Döpelheuer. Ja. Und unsere Gäste. This is how I work, right? Probably we are not set up exactly the way I wish, but I always try to work with a Mac valve. A Mac valve is this little device that you attach to your hose, and this lets you adjust the air pressure from very... Another mist of white on top of it. Think that this is actually black. The area that I cut is black. So what I spray is only for reference. It's just very light, okay? It's not much. So when I flip this, okay, so at this point I guess everybody can work on this section, okay? So let's do it. Thank you. I need my mat valve. I know. Should I explain this to the students? About the mat. Yes? I will. Okay. I know we are short. Hi Gerald, how are you? How are you doing? I'm fine. Happy to be here. Yes, we are happy that you are here as well. Thank you. What are you teaching at the International Airbrush Days? Well, I've been focused mainly on different airbrush techniques, using textures, a little bit of fantasy art, so I've been trying to make as much as possible in 4 hours, which is basically the time you have for a class, and do wherever I think is interesting for the students to learn on the demos too. Okay, great. How did your workshops and demos go so far? Oh, I think they're very good, excellent, and I'm glad to say that both are being full so far, so I'm happy about it. Seems like the reaction of the students are being very positive, so that's great for me. Start slowing down when you concentrate. If you do that, your line will be wobbly. So if you do like this, and you really concentrate, your line can end up like this because you're so concentrated and you're moving your hands so slowly, and then you get tension again. You have to relax. Mein Bild. Nur im Vergleich. Wenn wir die Tiefe haben.
willkommen bei den Untitled Chapter. Hallo Katja. Schön, dass du da bist. Was unterrichtest du hier? Also meine Workshops und Vorführungen sind Airbrush und Pinselmischtechniken. Also das kombinierte Sprühen mit herkömmlichen Pinseln auf Leinwand. Okay. Und wie sind deine bisherigen Workshops gelaufen? Die sind sehr gut gelaufen. Der erste war voll besetzt und gut besucht. Und auch der zweite haben wir das Thema nochmal leicht variiert, war gut besucht, hat allen Spaß gemacht. Prima. Und wie haben sich die Studenten angestellt mit der Technik? Hervorragend eigentlich, waren alle zufrieden und sie waren auch überrascht. Sie haben alle gesagt, was man in 4 Stunden eigentlich doch schaffen kann, große Leinwand 40-50 zu bewältigen. Und ich denke, die Resultate sprechen für sich. Super. Hi Ari. Hello. What was your intention to come here to the event? Well, once again, it's to meet all the masters, of course, to learn. That's the main reason to come, I think. Okay. And which workshops did you visit here? Well, Gerald, because I'm very interested in textures, so Gerald is a master of the texture, so that's what was one of my main teacher. And Drew, of course, he knows the photorealism has its best, so it was not difficult to decide where to go. And of course, I know English, I don't know any German, so all the German workshops were left. Okay. Okay. So, and what's your impression from the event overall? So yeah, I think it's very well organized, lots of people. Of course, I like Gerald, I like Craig, and I like Blair, so it's very difficult, and Simon, of course, and it's very difficult to be in everywhere at the same place, so you have to really schedule your things and think what you really want. But I think I got a good result from this. Would you come back for another? Of course, for sure. Okay. For sure. It's no problem. Okay, so that's all. Thank you very much. Das Schöne ist ja bei euch nachher, wenn ihr malt, ihr könnt das machen, wie ihr wollt. Genau. Ihr könnt ja Schatten reinballern, wie es sein muss. Aber was ihr nicht könnt, und das ist eben das, was wir auch nicht können, wo nichts ist, kann ich nichts entstehen lassen. Das können Maler, können das, klar. Aber wenn ich so ein Ding, so ein Porträt fotorealistisch abliefern soll, ja, dann brauche ich da Informationen. Was kann das sein, dass da am Schatten was liegt, was man gar nicht zeigen möchte? Vor allem im Auge, weißt du gar nicht. Und guck mal wieder ruhig ein bisschen, genau, perfekt, Achtung. Wahrscheinlich liege ich jetzt auch da. Ich glaube, die Kamera bewegt. Ja. Ich mache nochmal ein Bild so, genau, du komm mal bitte wieder rein, du hast den Job. Ja. Sehr gut. So bist du jetzt im Bild, perfekt. Und dann machen wir gleich nochmal an. Geändert. Du wirst mit Coca-Cola, wenn die Farbe auf grün ändern, das wirst du ein Leben lang nicht mehr verkaufen. Gibt's jetzt auch, ne? Ja. Aber ich weiß, was du meinst. Ja. Wirst du nicht mehr verkauft bekommen. Keine Chance. Ne? Kawasaki ist, und es gibt so diverse Farben, Menschen, die keine Ahnung von Farbe haben.
Aber es gibt so 5 oder 6 Farbtöne, die kennt jeder Mensch. Das ist Kawasaki zum Beispiel. Ferrari habe ich auch auf meinem Zettel stehen. Ja? Ferrari ist auch so eine Geschichte. Ein echter Ferrari-Fan kauft einen roten. Ja. Und die Farbe Ferrari, da kann ich eine Schote zu erzählen, die ist richtig brutal, die Farbe. Habt ihr schon mal Ferrari lackiert? In der Reparatur? Zum Glück nicht. Ja. Da ist mir ein Ding passiert. Ich kenne seit mehreren Jahren den, sagt euch Jens Munser was, JMD Racing? Das ist der gute Mann in Salzgitter, der die Formel 1 Helme lackiert. Der, wie ich das letzte Mal oben bei ihm war, ist jetzt 4 Jahre, 5 Jahre her, da hat er gerade Boxencrew-Helme für Ferrari da gehabt. Und zeigte mir so den Helm, ein völlig irre leuchtendes Rot. Sagt er, boah, sagt er, ich habe den Rotton, ich lackiere die Helme zum 2. Mal, ich habe diesen verdammten Rotton nicht hingekriegt. Irgendwie leuchtete das nicht. Nicht so wie es sollte. Er hat natürlich normal Reparaturrezepte genommen, Farbe, die man so ordern kann, die man aus der Mischbank bestellen kann, mischen kann. Irgendwas fehlte da und er konnte es nicht einordnen. Und dann haben die aus Italien Originalfarbe geschickt, aus dem Werk. Und da sagt er, komm mal mit, ich habe das Geheimnis gefunden. Dann hatte der so ein paar Sachen abgefüllt in ein Gläschen. Er brauchte keine Menge, hat das in so ein altes Siebgläschen abgefüllt. Sagt er, guck mal da setzt sich was ab. Sagt er, die Drecksäcke. Weißt du, was die gemacht haben? Die haben Neonpigmente mit eingerührt. In den Serienlack. Das Ferrari-Rot ist ja ein Uniton. Das heißt, da ist eigentlich gar nichts an Effekten drin. Kein Metallic, kein Perlmutt, nichts. Also eigentlich nichts, was irgendwo in der Sonne Spielereien erzeugen kann. Und die haben in dieses normale Rot, haben die Neonrot mit reingemischt. Und das glühte von innen. Das, wenn man das nicht weiß, du merkst, irgendwas ist da anders. Wenn du den aus der Serie, die wir in der Mischbank, in der Lackiererei haben, da hinlegst und die Originalfarbe aus dem Werk nebeneinander, du merkst, irgendwas stimmt da nicht. Du kannst es aber nicht einordnen. Und das sind so ganz, ganz, ganz fiese Tricks, die aber irgendwo genial sind. Abfallen. Und das ist das Schöne, ich sehe ja, wo ich male. Ich kann jetzt auch sagen, okay, meine Chili-Schote, die soll länger sein. Ich habe hier eine Taste drauf, am Monitor, die drücke ich, dann kommt diese Hand und jetzt kann ich in dieser Vergrößerung auch schnell rein und rauszoomen. Also man richtet sich hier so einen Workflow ein, damit man sehr schnell agieren kann. Man muss nicht mit der Maus hier irgendwie erst den Rahmen schieben, sondern hat halt hier eine Funktionstaste und hier das Rotton da oben und geht dann in meine Illustration rein, hier unten. Und male jetzt hier ganz grob die Farbe ein. Hallo Silvia. Hallo. Ich hätte gerne von dir gewusst, was war die Entscheidung, hierher zu kommen für dich? Also das Ganze drumherum, die Leute, das Airbrush, Informationen, Sammeln, ja, Spaß. Und was hast du bislang hier besucht? Welche Kurse? Roger, Huber und Simon Larry. Dann war schon von Huber. Also alles einfach mal reingeschnuppert und querbeet. Okay. Kannst du sagen, was dir am besten gefallen hat? Gab es ein Highlight? Achso, Uwe mit den T-Shirts, das war absolut super. Das hat tierisch Spaß gemacht, weil der hat einfach wieder Informationen rübergebracht. Ja, Übungen. It's a new paper that has just come out maybe about 1 month ago. It's a synthetic paper. It's made for airbrush only. It's really an synthetic airbrush paper. It's so new, we don't have a name for it yet. So if you guys have suggestions, you know, we'd like that. That would be good. Okay? So, blue in here. It's just so damn easy. I'm ashamed. So we'll spray it anyway. I'm going to hold it. Get in position where you like it. Let's position it about like that. And then I'm going to hold it down with my finger. Make sure you're holding everything down because you don't want it papers everywhere. And I'm just spread along here like that. It's pretty dark. I don't want it pretty dark, so I'm just spraying it in there. The other thing I want to do is I want to lift this up. I want to spray a little bit under some of these other places too. I want to establish stuff. So I'm going to push this down here. I don't think I cut it deep enough, but that's all right.
Hi Drew. Hi, how are Nice you? to have you at the International Airbrush Days. Oh, thank you for having me. My question is, what are you teaching at the International Airbrush Days? I'm teaching several things. I'm teaching about portraits, and then I'm also teaching about illusionism, this trompe-l'oeil effect. I'm also teaching this technique of some other artists such as Fito, and we're also doing some demonstrations to allow students to come up and pick our brains more or less so we can show them specific techniques that they might be interested in. And how did your workshops go so far? Oh, great so far. Really fantastic. The students are really very industrious and they're very dedicated, and we just have a lot of fun too. And they could manage it? Oh yeah, the challenge? they had no problem. They did better than I did in some cases. Okay. What's your impression from the event overall? I think it's a fantastic event. I like the concept. I think one of the things that's unique about this is there's a concentration of knowledge in a very short time, and I think that the amount of knowledge that these students are getting is probably equivalent to several years if they were to go out and try it on their own. So it's a fantastic event, and I think everybody's having a lot of fun as well. Was ich unterrichte, Fell- und Federtechnik. Also wie stelle ich Federn her, wie kann ich sie realistisch darstellen, Fell in all seiner Struktur, anatomische Kenntnisse. Ja. Okay. Wie ist es bislang gelaufen für dich? Für mich perfekt. Für mich perfekt. Ich bin sehr zufrieden, die Nachfrage ist groß. Das hätte ich so nicht erwartet. Das Interesse ist groß, die Leute sind sehr motiviert. Okay, stellen sich gut an. Stellen sich gut an, alles gut, alles fein. Super, prima. Was ist so dein Eindruck insgesamt von dem Event? Ich bin begeistert. Ja? Mir gefällt es. Mir gefällt die Grundidee. Es ist einmalig bis jetzt, soweit ich das weiß. Die Leute, die Gäste, die hier kommen, haben eine einmalige Chance, so viele internationale Leute auf einen Haufen zu bringen. Wechseln von verschiedenen Räumen, verschiedenen Kursen. Es besteht kein Zwang. Ich habe vorhin erst die Resonanz gekriegt, sowas ist einfach nur genial, weil ich habe so viel gelernt an einem Wochenende, wo ich sonst Jahre dazu brauche. Ich bin begeistert, mir macht Spaß. Ja, Dankeschön, das war's schon. Vielen Dank. Hallo Johnny. Hallo. Warum bist du hier? Warum hast du dir dieses Event ausgesucht? Weil das ein Treffen ist, wo viele interessante neue Leute auch mitkommen, die man sonst nicht treffen kann. Und das ist die Möglichkeit, halt mal was anderes zu sehen als sonst ein Workshop. Und jetzt kann man mehrere Workshops mitmachen. Das finde ich gut. Ja. Was hat dir bislang besonders gut gefallen? Welcher Workshop, welche Demo? Ehrlich gesagt, alle. Alle, die ich ausgesucht habe und wo ich reinkam, waren super. Es war Georg, Kenny Man, Gerald, Mendez war super, Simon Murray. Also ich habe nicht gesagt, wo ich will. Das hätte ich besser nicht gemacht. Waren alle gut. Okay. Würdest du wiederkommen? Ja. Ja? Auf jeden Fall. Weiterempfehlen? Ja, weiterempfehlen. Also so, wenn es nächstes Mal ist, Leute, kommt dahin. Es macht Spaß. Man trifft wieder viele Leute und viele Freunde und doch, auf jeden Fall machen. Cool, super. Dankeschön. So you see, it's not my wrist or my hand, it's my whole arm. Guys, guys, you see there, look, guys, you see the way it's fighting you a little bit and it's moving about? I'm just sitting down here, okay, and I'm just pulling the panel in here, and that's it, it's doing, look, see there, it's just perfect sitting in my chair in front of the,
You can do this in front of the television, okay? Just get, take a tank and just get it lined up, okay? So that flat surface, this is fighting you the whole time. It's really easy for me, just the situation I'm in here now, to keep pulling it towards me. So what are you going to do now? Hey, this is Kann ich machen, was ich will. Okay. Ja, bei dir war das nur so, du hast jetzt mehr Wert auf den gelegt. Du hast nicht hier, sondern es war der. Ja. Und das hat er gerade bei dir gemacht. Okay. Und der zieht dir das krumm. Dann ist das Band teilweise so. Okay. Und siehst du? Okay. Dann mit Gewalt, dann hast du so die Bewegung, machst das Band schräg. Okay. Und dann ist er weg. Das Band muss immer sauber laufen. So, we're going to start in the middle, like a teardrop, remember? So we can stop here, all the way to the side. See, like that? Now that's a little bit. Hi Simon, good to have you here in Hamburg. My pleasure, absolute pleasure. My first question is, what are you teaching at the International Airbrush Days? Well, planes, handy fade-outs. I've done some skull demonstrations. I did a helmet painting demo, and tonight I'm going to do some biomechanical, so quite a lot of stuff. Okay. And how did the workshops go so far? Went really well. Yeah, it went fantastic. Organised really well. Timing was perfect. All the equipment's here, everything we need, so it's pretty stress-free. Okay. Yeah, very stress-free. And how did the students work? How did they perform? Fantastic, really enthusiastic. I couldn't believe it. Everybody was so excited about the whole thing, and yeah, I mean, with a lot of students in there, but it was still a lot of enthusiasm. The guys have travelled a long way for the show, so it stands to reason. But it's always nice to teach people who are that excited about learning. Great. And what's your overall impression of the event? Success, fantastic, yeah, really well organised. The venue's great, the food, everything. I love the lighting in the rooms. It's really bright, good ventilation. Can't get better. Okay. Perfect. Thank you very much. Have fun. Absolute pleasure. All right. Perfect. Getting better. The white's going to really make us, okay? Yeah. So the white will calm this down and unify it a little bit. All right. Hallo Don, herzlich willkommen bei den International Airbrush Days. Eine Frage, was hat dich bewogen, hierher zu kommen? Warum bist du hier? In den 32 Jahren, dass ich jetzt airbrushe, habe ich eigentlich noch nie Workshops gemacht oder Veranstaltungen wie diese besucht. Und da hatte ich sowas von, da kommen Leute hin, die ich von früher her schon Englisch admire. Und da habe ich mir gedacht, das ist super. Da kannst du Workshops machen, da kannst du Demos mitmachen, dann kannst du immer mal dazu lernen. Also das finde ich schon super. Ja. Welche Kurse hast du hier besucht bislang? T-Shirt habe ich gemacht, bei dem Mendez, den Drachen, und jetzt den Tiger bei Ingo. Und dann haben wir noch die Color Buffer Theorie bei dem Drew. Das war super. Okay. Ja. Irgendwas, wo du sagst, das war das absolute Highlight bislang? Nein, nicht richtig, denn alles ist eigentlich super. Okay. Also, ich weiß nicht, das sind Techniken, also die man selber vielleicht anders macht oder so, aber sie sind alle toll. Also. Okay, gut. Wie ist dein Eindruck insgesamt von der Veranstaltung, also auch so von drumherum? Ja, super. Ja? Super, ja. Super Leute. Die Instructors, die sind auch alle ganz nett. Also, wenn man was wissen will, man fragt nur, und dann ist es, ja. Okay, prima. Würdest du wiederkommen, wenn es nochmal gibt? Ja, sicher. Ja, sicher, super. Okay. Wenn es nächstes Jahr wieder ist, also vielleicht ein bisschen näher an Holland. Aber, nee, aber ansonsten, ich meine, wenn es wieder hier ist, komme ich wieder hier. Okay.
Das war's schon. Das muss keine Eule sein, das kann eine Elfe sein, das kann ein Engel sein, ein Teufel, was auch immer. Das soll nur heißen, du sprühst erstmal grundsätzlich, also ich mag diese Silhouettenbilder, weil die so einen tollen Kontrast haben, weil sie schnell gehen und weil sie gut aussehen und weil sie Geld bringen. Mit nichts, also mit wenig. Airbrush verdiene ich im Moment auch kein Geld, weil ich keinen Bock mehr habe auf diese kurzen Scheiße. Weißt du, lass mir immer hier 10 Teile in den Boden und das so krass zu verstehen. Also, Nordirland halt. Ach, ich habe echt Probleme gehabt, diesen Scheiß zu verstehen. Also, cooler Typ. Jetzt hast du so gut spricht. Wie geil ist den hier. Thanks for being here. My first question is, what are you teaching here at the International Airbrush Days? The first thing I did was just a demo, and then the main class I taught was a beginning, or I like to call it a basic skull class, where we talked about stenciling skulls and creating your own skulls and doing freehand, mixed media, combine it together, composition as well as detail, and just varied use of them. That was the 4-hour class I taught. And then I done a series of 2-hour demos. One was just a base demo where I did like a Star Wars piece, and I did another demo where I was discussing faux finish effects, where it was wood grain and also how to make stone. Just finished doing a demo on realistic fire as compared to hot rod flames and actually combining them together. This is the demo showing the classic hot rod flame with some realistic fire. I've got 2 more demos to go. One's cheap tricks, special effects, which I'm just going to show a couple of interesting graphic techniques, and then probably going to finish up that Star Wars piece at the tail end. I also had a steampunk demo. I did a demonstration of steampunk using the gears as well as a couple other techniques and texture stencils, and doing the whole thing all monochromatic. So it's been really, really kind of cool. It's like a whole bunch of different stuff, but I've had a bunch of different varied students. Some of them are the same ones back in field, coming back for more. The other ones are some of the Drew students or some of Simon Murray, so it worked out really good. So how did they perform, your students? They seem to like it. They're not asking a lot of questions, which is probably because I talk a lot, and so I tell them everything. But the students that did the skull class were very good. I haven't come across too many. I assume there's beginners here, but most of the people here seem to be already intermediate or advanced airbrush artists. So yeah, very, very good students, and classes are going really well. Okay. Thick and dense, it creates a black, dark background. When you see lots of smoke, and so because of that, I had a friend of mine who did this truck, and the guy wanted fire on the truck. It was a white truck. So he has the front, it's realistic fire that goes into this black. On the front of a car, if I just went, like say this is the front of the car, and I had flames coming up, and that's a cool flame design. It's balanced. I've done this a lot, so it takes practice to do this. But off the front of the car, let's say this is a red car, and this is yellow flames. The front of the car is now yellow. And that's okay, but what if you're, and I'll tell you, a lot of people, like let's say you have a really nice red car, and in this situation, if I am going to paint the outside and mask off the inside, I want to make sure I cross over the tips and come to a point properly, because I'm not going to be using the inside of this flame. That's what I'm going to do on this one. I'm going to go off the scale on this just for fun.
Then you come in, and if you made everything look just like that flame, it wouldn't work out that good in the long run. So you want to come in and spice it up a bit. Even a little freehanding in there.